So, hier haben wir noch ein Telefon. Das können wir auch benutzen. Können wir da... Die habe ich mir gemerkt. Hans-Werner, bist du es? Kannst du... Alles klar. Es geht auch hier. Das ist voll geil. Hans-Werner. Oh, Mann. So, Chuck die Pflanze. Chucky's been in our family for years. He's a good plant. Kann man Chuck denn mit... Chucky has been sitting here forever. I don't want to move him now. Okay. Make your own water. Navigieren. Was war das? Pizza in the world. Popcorn every day. This is depressing. Ducks and Meanings. The origins of aesthetic. The heat, the hidden brain, the howling. The ill-fitted loop. Tanz der toten Kühe. Ich habe ein deutsches Buch gefunden. Jawohl. Tanz der toten Kühe von Graf Schwertbach. Okay, es ist auf Englisch geschrieben. Chapter 2. Moo! Once the bells bong bong echo through the streets of Pleening, a dark rumbling began. At first it was thought, but then it would rush over the city like a flood. It was the moo of thousands of cows that appeared as unreal forms in between the small and stubby Fachwerkhouses. The cows seemed confused and totally dumb, cause that's what they are. And so the terror began. Moo, 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 moo. That's what the villagers would hear all the night. Until the morning, not a single moo, but a moo. Of all the cows they killed over the years, moo, so loud and sharp that their ears would hurt and bleed. Sorry. Das ist voll geil. Boah, da könnte man sich auch... Ja, ich würde schon fast Monate sagen. Monate sich mit beschäftigen, um ja jedes Buch durchzulesen. Das ist ja mega geil. How to know what dog are. The Trap, The Fall of Mankind. The Gamer Behind the Mask. During a strange night in a library, someone reading a curious book, but he isn't aware to being just a character of video game and manipulated by an external player. Poor creature und so weiter und so fort. Also ich finde das wirklich mega krass. Wir benutzen mal die Wendeltreppe. Oben geht's bestimmt weiter. The sign says it's out of order. Du wirst doch die Wendeltreppe hochgehen können, jetzt glaube ich's aber. Okay, wohl nicht. Telefonbuch. Ja, genau, hier haben wir das Telefonbuch wieder. Das ist voll geil. Oh Mann, wie gern würde ich da auch drin stehen. Das wär der Shit. Why not plush toys? Aber leider habe ich es ein bisschen verpennt, weil ich zu spät davon Wind gekriegt habe. Okay, also das ist die Bücherei. Hier ist jetzt unser Vater. Mega krass. Ich bin echt gespannt, ob es irgendjemanden gibt. Gibt es bestimmt. Es wird irgendjemand machen, der alle Bücher vorliest. It's the archway leading to the second floor hallway. Ah, ich wollte ja durchgehen, sorry. Okay, dann gehen wir nochmal zu unserer Tür. Und bewerben uns mal für den Job bei Mucus It's Phlegm my Games. state-of-the-art Commodore 64. With ja, dual... benutzt. I'm dialing the Mucus Phlegm modem number. It's connecting. So hört sich's an, ja. I can't believe my computer's connected to Mucus Phlegm. Welcome to the new online Mucus Phlegm job application program. Just fill out your personal information and answer a few simple mucus programming questions. Then print out the application and send it to Mucus Phlegm. We'll get back to you in exactly 5 days. What is your name? Naja. Del Edmund, Dolores Edmund und Dolores A. Edmund oder Dolores Annie Edmund. Ja, ich würde sagen, wenn, dann geben wir schon den vollen Namen an. Das wäre Dolores, dann Annie Edmund. Thank you. What is your address? Oh Gott, oh Gott. Das ist unterschiedlich. Die 585 Edmund Drive, Thimbleweed Park, WV oder WE? Ich habe doch keine Ahnung.
Noted. Next, what's your programming language of choice? The language you are most proficient in. Lisp, Pascal, C, Basic, 8502 Assembler, alle umerwähnten. Also wir wissen, dass Dolores Basic liebt, weil es im Tagebuch stand. I love Basic. Interesting choice. Please answer the following questions about our proprietary mucus programming language. You must get all of the questions right to submit your application. First question. How many actors can be displayed at one time? Okay, 4, 8, 16. It'd be better to find some reference book on mucus before I answer these. I need to go find a book about mucus programming. Ja, das dachte ich mir nämlich schon, weil vor allem auch die Adresse. It's a letter to my Uncle Chuck. As expected, the post office's poorly programmed auto stamp cancellation machine has failed again. Amateurs. Was ist unsere Adresse eigentlich? Also hier haben wir Pascal drauf, wir haben C drauf, aber I love Basic steht unten rechts. These are part of my action figure collection. This is my complete set of Nancy Drew mysteries. Das sind alle mal voll übersehen. These are my Anne of Green Gables books. Maybe someday they'll do a TV show. These are my Kirksbox/Fiction books. I'm a believer. So, dann werden wir nochmal runter in die Bibliothek müssen. Fürchte ich. Und wir suchen ein Mucus Art. This is Uncle Chuck's Indextron 3000 library filing lookup system. It uses... It says there's a book on mucus here. It's in section 3.1. 3.1. Ja, natürlich. Das ist natürlich oben. Komm, du kannst jetzt die Wendeltreppe hochgehen. The sign says it's out of order. The sign says it's out of order. Dann nimm das blöde Schild weg. No one will miss this out of order sign. Das glaube ich auch. So, the out of order sign is gone, so it's obviously fixed. Haven't been up here for a long time. Alles klar. Nehmen wir einfach das Schild weg. So. Gemälde, 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 Gemälde. Also es geht halt immer noch weiter. The Art of Floor. Holy Sandy. What the fuck, einfach nur. That's my great-grandfather, Edmund, who was a great industrialist. Edmund. Alles klar. That's my grandmother, Edith, and her second husband, Charles. I really admire them. That's Uncle Chuck as a young man, with robots on his mind even then. The meaning of life. Ach, schön, das zu sehen. Bitte lass nur 42 drin stehen. Okay, nein. Alter, das ist so krass. Fun Math for 7th Grade. Oh, das hört sich doch gut an. Okay. Matheaufgaben. The Woodworm. In a shelf on my uncle's library are arranged in order next to each other the 3 volumes of the Divine Comedy. Each volume is made of 300 pages plus the covers. A woodworm digs a tunnel starting from the first page of the first volume, The Hell, and arrives to the last page of the third volume, The Paradise. How many pages were drilled by the woodworm, including the covers? Ich würde mal behaupten, 904. Aber die Lösung ist natürlich hier nicht vermerkt. Problem number 84. Correct by adding a small dash. Are you able to correct the following math operations by adding only a small dash with a pen? 5 plus 5 plus 5 equals 550. Kurz überlegen. Das, ja, das ist sogar wirklich einfach. Einfach der untere, also von meinem Steuerkreuz, Fadenkreuz hier, der untere Arm ist sozusagen den Strich, den ich hinzufüge. Wir machen hier eine 4 aus diesem Plus.
Dann haben wir 545 plus 5 ist gleich 550. Dasselbe hier unten. 545 plus 5 sind 550. Plus 5 sind 555. So. Problem number 85. Correct by erasing a small dash. Are you able to correct the following math operation by erasing only a small dash with a whiteout? 444 plus 4 equals 12. Also, wir müssen aus der 4 einfach ein Plus machen. Machen 4 plus 4 plus 4 gleich 12. So. Kurz ein bisschen gerechnet. Das, also manchmal on the circle of fifth. Video Gaming, the future. Das klingt doch interessant. Es tut mir so leid, dass ich da reinschmökern muss. Das tut mir wirklich... Also manchmal liebe ich Bäcker. Es ist so schön. Video Gaming, the future by Guybrush. Furthermore, by the year 2017, experts predicted advances in processing power and data storage, coupled with the development of a global web of network computers, the interweb or internet, will enable the development of three-dimensional, high-definition, fully immersive multiplayer video game experiences. I think we'll look back on the silly two-dimensional point-and-click adventure games like we have today and laugh. Who will want to play a game like that in the year 2017? Choked one noted game developer. Indeed, many experts predict the demise of so-called adventure games. They are just so boring. Lemons, an industry expert. Click this, go there, get stuck on some ridiculous puzzle. Like who wants to microwave a hamster? A monkey wrench. Who ever heard of such a thing? And where am I going to go if I get stuck? It's not like I can easily search some vast interconnected repository of human knowledge on the computer or something. Just give me a game with aliens or zombies to shoot, preferable a new version every year. Oh, ist das schön. Ein kleiner Seitenhieb an die COD-Reihe, wobei ich tatsächlich sagen muss, wer mich kennt, ich bin bekannter Call of Duty Zombie-Fan. Es gibt nichts Geileres als die Story, die da dahinter steckt und die Liebe zum Detail, die da reingesteckt wird. Sorry, schön das zu lesen. Ich schau kurz ein bisschen durch. Ich hoffe, ihr seid mir nicht zu böse. Alpaca, hearing of Alpaca herding and you. Chernobyl and Tetris? Was? Hans Berger. Of the nuclear catastrophe had to be devastating. As the radiation is still measurable in Western countries bordering the Soviet sector, calculations assume that a huge area around Chernobyl must be damaged beyond repair. On the other hand, the Soviets must be smart and thorough enough to harvest the energy lurking around Ground Zero. And although radiation was in alarming magnitudes around Central Europe, it was hardly measurable at the Western European coast. Still, its deadly chain reactions found its way across the sea, via the inconspicuous disguise inside the compounds of Innocence itself. A video game made for kids called Tetris. Recent research has shown that simple floppy disks can be the source of intense radiation, which can lead to horrible diseases like cancer in years and years to follow. This is why we advise you to equip your kids when playing Tetris at least with a tin-foiled hat, and better yet with a tin-foiled body armor to protect from the heavy fate. At this time of writing, we fight for a federal act to provide a complete tinfoil outfit with every game that is imported from the USSR. But we are aware that our backwardly thinking government may take its time until it recognizes the danger. Natürlich. Voll geil. Oh Mann, the comic called the Anxiety Paradox. Oh Gott. Okay, langsam. Ich kann nicht alles durchlesen. Ich würde gerne, aber das sind teilweise echt gute Sachen dabei. Okay, wir schauen mal weiter. That's my great-great-grandmother.
Lady Edwina. That's my Scottish great-great-great-grandfather, Edgar the Dragon Slayer. Der Drachentöter, natürlich. Ihr könnt mir übrigens gerne mal in die Kommentare schreiben, falls wir hier jemals wieder zurückkommen sollten, wenn ihr ein bestimmtes Buch habt oder irgendeine bestimmte Nummer anrufen wollt. Also entweder hier in der Bücherei, so ein paar Titel, die euch interessieren, können wir sehr, sehr, sehr gerne durchlesen, wenn Interesse besteht. Wie zum Beispiel Terrorific. Okay, das klingt falsch. Wenn euch das interessiert zum Beispiel, oder wenn ihr irgendwo beim Durchzappen, hier zum Beispiel, was habe ich gerade gesehen? Tales from the Other Side oder so. Wenn euch was interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich suche das und dann lesen wir das gemeinsam durch. Gar kein Thema. Auch bei den Telefonnummern, wenn ihr irgendeine Nummer anrufen wollt, irgendeine bestimmte, sehr, sehr gerne. Immer her damit, machen wir.